Hallo, hier ist die Annabelle aus dem Elsass. Heute gibt es kein elsässisches Gericht, sondern ein Gericht aus der Bretagne. Das sind die Galettes. Also es sind keine Crêpes, denn Crêpes, das sind weiße Pfannkuchen und Galettes, das sind eher dunkle Pfannkuchen, die man dann später mit salziger Garnitur isst. Also dafür brauchen wir Buchweizenmehl, 250 Gramm, 500 Milliliter Wasser, ein Ei, 2 Esslöffel Öl und eine Prise Salz. Die Vorteile vom Buchweizenmehl, es ist kein Weizenmehl, also es ist kein Gluten drin und sehr viel Protein, also Eiweiß. Das ist gut für die Gesundheit. Für die Vorbereitung von diesen Galettes braucht man entweder so ein Crepe-Gerät oder die ganz normale Pfannkuchenpfanne. Antihaft natürlich, denn die Galettes muss man dann auch in der Luft springen lassen. Also die Vorbereitung ist ganz einfach. Man nimmt Buchweizenmehl, dann ein bisschen Öl, die 2 Esslöffel, ein Ei, eine Prise Salz, und dann das Wasser. Jetzt, dass alle Zutaten da sind und gemischt sind, muss man noch ein bisschen rühren, bis dass sich Luftblasen formen. Also immer gut rühren, so 3-4 Minuten ungefähr. Und wenn man das gut gerührt hat, dann 1 Stunde lang ruhen lassen. Also die Pfanne oder das Apparat muss jetzt sehr, sehr heiß sein, damit es wirklich gut wird. Dann nimmt man eine ganz einfache Suppenkelle und voilà. Wenn es nicht reicht, kann man immer ein bisschen dazugeben, ist kein Problem. Diese ist jetzt nicht besonders schön geworden, macht aber nichts. Ist bestimmt vom Geschmack her genauso gut. Ich zeig's euch mal. Wenn es anfängt, so kleine Luftbläschen zu machen, dann ist es schon bereit. So. Natürlich macht die Annabelle alles kaputt. Und 1, 2, 3. Voilà, bravo, superbe. Und jetzt, dass unsere Galettes bereit sind, werden wir schauen, was wir damit essen, also die Garnitur. Diese Buchweizen-Galettes sind normalerweise nur für salzige Garnitur. Voilà. Ich sais pas quoi dire. So, dann nehmen wir mal eine Galette, stellen sie wieder auf dem Gerät oder in der Pfanne, damit es wirklich sehr warm ist. Und das ist meine Lieblingsgarnitur, das ist mit Ziegenkäse. Also ein bisschen Ziegenkäse. 1, 2,
3 Stücke. So, jetzt ein bisschen warten, dass es geschmolzen ist. Und danach werden wir ein bisschen Honig drauf machen und auch ein bisschen Walnüsse. Ein paar Walnüsse. So, jetzt ist es langsam geschmolzen. So, perfekt. Perfekt. Voilà. Willst du es machen, William? Ja? Ja. Ja? Komm. Also, kleine Stücke drauf. Ja? Bisschen Walnuss. Hoppla. Mach's drauf. Super. Vielleicht ein bisschen kleiner. Ja. Noch ein. Komm, noch ein. Danke. Super. Dann ein bisschen Honig drauf. Und jetzt Pliage. Also traditionell wird es einmal so, dann einmal so, dann noch einmal und so. Und bereit. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis nächstes Mal. Tschüss, ciao. Tschüss. Délicieux. Bah tant mieux.